Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Bleib cool. Das kleine Überlebensbuch für starke Nerven. Von Claudia Kroos-Müller ist ein wertvoller Ratgeber für alle, die sich nach mehr Gelassenheit im stressigen Alltag sehnen. Die bekannte Neurologin und Psychotherapeutin vermittelt in diesem kompakten Buch wirkungsvolle Soforthilfemaßnahmen gegen Stress, Überforderung und Anspannungen. Angesichts zunehmender Herausforderungen im Berufs- und Privatleben bietet das Werk praktische, sofort anwendbare Strategien, mit denen jeder lernen kann, auch in schwierigen Momenten einen kühlen Kopf zu bewahren. Das leicht verständliche Buch richtet sich an Menschen, die unter Druck stehen, sich ausgebrannt fühlen oder den Wunsch haben, ihre psychische Widerstandsfähigkeit gezielt zu stärken. Ob am Arbeitsplatz, zu Hause oder unterwegs. Mit zahlreichen Übungen, anschaulichen Erklärungen und motivierenden Impulsen zeigt Claudia Kroos-Müller, wie es gelingt, sich schnell zu beruhigen und neue Kraft zu schöpfen. Das Buch ist durch seine handliche Form ein idealer Begleiter für den Alltag und hilft dabei, Ruhe und Stärke zu bewahren. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Die Grundlagen von Stress erkennen und verstehen. Im ersten zentralen Thema des Buches wird ausführlich beschrieben, was Stress eigentlich ist und wie er sich auf Körper und Psyche auswirkt. Claudia Kroos-Müller erklärt auf nachvollziehbare Weise die physiologischen Abläufe im menschlichen Organismus, die hinter typischen Stresssymptomen stehen. Sie zeigt auf, wie unser Nervensystem in Zeiten von Überforderung reagiert und welche langfristigen Auswirkungen chronischer Stress auf Gesundheit und Wohlbefinden haben kann. Verständnis für die eigenen Stressmechanismen ist die Grundlage dafür, gezielt gegensteuern zu können. Die Autorin beschäftigt sich auch mit den wichtigsten Auslösern für Stress in unseren Lebensbereichen und klärt darüber auf, welche schwierigen Situationen uns besonders anfällig machen. Indem sie typische Denkmuster und Verhaltensweisen beleuchtet, vermittelt sie dem Leser wertvolles Wissen zum individuellen Umgang mit Belastungen. So entsteht ein Bewusstsein für eigene Stressoren und es wird deutlich, warum rechtzeitige und passende Maßnahmen so wichtig sind. Zweitens: Soforthilfeübungen für akute Stresssituationen. Ein zentrales Element von Bleib cool sind die zahlreichen, leicht umsetzbaren Übungen, die unmittelbar in stressigen Momenten angewandt werden können. Claudia Kroos-Müller präsentiert spezielle Atemtechniken, Bewegungstipps und Kurzrituale, die helfen, Körper und Geist rasch zu beruhigen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Verbindung zwischen körperlichen Reaktionen und psychischer Entspannung. Die Übungen sind so konzipiert, dass sie in wenigen Minuten auch unterwegs oder am Arbeitsplatz machbar sind. Die Autorin führt den Leser Schritt für Schritt durch verschiedene Soforthilfetools, mit deren Hilfe man Stress am Entstehen hindern oder blitzschnell abbauen kann. Besonders für vielbeschäftigte sind diese alltagstauglichen Methoden von großem Wert, da sie unkompliziert sind und keine aufwendigen Vorbereitungen erfordern. Ergänzt werden die Anleitungen durch kleine Illustrationen, die den Ablauf anschaulich machen und Hemmschwellen abbauen. Drittens: Psychische Widerstandskraft und Resilienz stärken. Neben den schnellen Tipps für den Akutfall legt Kroos-Müller großen Wert auf präventive Strategien zur langfristigen Stärke. Im dritten Thema erfahren die Leser, wie sie ihre Resilienz aktiv ausbauen können. Durch regelmäßige mentale Übungen, Achtsamkeitspraktiken und eigenverantwortliche Selbstfürsorge lässt sich die innere Widerstandsfähigkeit deutlich erhöhen. Die Autorin zeigt, wie Gewohnheiten entwickelt werden, die auch in turbulenten Zeiten für mehr Stabilität sorgen. Wichtige Aspekte sind dabei Selbstreflexion, das Kennenlernen der eigenen Kräfte und Grenzen sowie der bewusste Umgang mit Emotionen. Es wird auch auf die Bedeutung eines unterstützenden Umfelds eingegangen, wie soziale Kontakte, Gespräche und gemeinsame Aktivitäten den Stresspegel senken und das psychische Immunsystem stärken können. So entsteht ein hilfreiches Fundament, auf dem nachhaltig mehr Gelassenheit und Lebensfreude wachsen können. Viertens: Umgang mit Frust und Ärger. Ein weiterer wichtiger Themenbereich widmet sich dem konstruktiven Umgang mit Frust, Ärger und anderen belastenden Gefühlen.
Groß-Müller stellt Techniken aus der modernen Psychotherapie wie Akzeptanz- und Commitment-Ansätze vor, mit denen negative Emotionen nicht unterdrückt, sondern anerkannt und verarbeitet werden. Der Leser lernt, wie wichtig es ist, Gefühle wahrzunehmen und zulassen zu dürfen, ohne sich von ihnen überwältigen zu lassen. Die Autorin gibt praktische Anregungen, um Ärger kreativ zu kanalisieren, beispielsweise durch Bewegung oder bestimmte Ausdrucksformen. Gleichzeitig sensibilisiert sie für dysfunktionale Mechanismen wie Grübeln oder Selbstvorwürfe, die langfristig nur zu innerer Blockade führen. Das Ziel? Ein praxisnaher Ansatz, der hilft, schwierige Emotionen als Warnsignale und Wachstumschancen zu begreifen und konstruktive Wege aus unangenehmen Zuständen zu finden. Schließlich Selbstfürsorge und kleine Auszeiten etablieren. Der 5. Schwerpunkt des Buches liegt auf dem Thema Selbstfürsorge im Alltag. Claudia Groß-Müller macht deutlich, dass regelmäßige kleine Pausen und bewusste Auszeiten entscheidend sind, um dauerhaft gesund und handlungsfähig zu bleiben. Sie stellt leicht umsetzbare Ideen vor, wie Mini-Auszeiten in den Tagesablauf integriert werden können. Von kurzer Entspannung am Arbeitsplatz über Achtsamkeitsübungen bis hin zum Ritual der bewussten Ruhepause am Abend. Die Bedeutung von Selbstakzeptanz, Wertschätzung des eigenen Körpers sowie würdigende Selbstgespräche wird herausgestellt. Die Leser erhalten Anstöße, neue Routinen zu entwickeln und diese gezielt in ihr Leben einzubauen. Damit gelingt es, auch bei größerer Belastung für ein gutes Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung zu sorgen, Energiereserven aufzubauen und die eigenen Bedürfnisse besser wahrzunehmen. Zusammenfassend: Bleib cool. Das kleine Überlebensbuch für starke Nerven ist ein Buch, das für viele Zielgruppen einen echten Mehrwert bietet. Besonders angesprochen fühlen dürfen sich Menschen, die im Berufsleben hohem Druck ausgesetzt sind, Eltern, die Job und Familie unter einen Hut bringen müssen, und all jene, die sich in unruhigen Zeiten mehr Gelassenheit wünschen. Die klaren, schnell umsetzbaren Soforthilfetipps sind ein pragmatischer Rettungsanker bei akutem Stress, während die fundierten Hintergrundinformationen ein besseres Verständnis für eigene Reaktionen und Gefühle vermitteln. Leserinnen und Leser profitieren davon, dass sie nicht nur Symptome beruhigen, sondern langfristig ihr psychisches Immunsystem stärken. Ein unschätzbarer Vorteil angesichts der wachsenden Anforderungen in unserer modernen Welt. Warum dieses Buch statt eines anderen kaufen? Claudia Groß-Müller schafft es, komplexe psychologische Zusammenhänge leicht verständlich und praxisnah aufzubereiten. Die kurzen, effektiven Übungen lassen sich ohne Vorbereitung im Alltag durchführen und helfen, die Kontrolle über das eigene Wohlbefinden zurückzugewinnen. Die sympathischen Illustrationen und die motivierende Sprache machen das Buch zu einem Lesegenuss, der Mut macht und direkt ins Handeln führt. Wer sich mehr innere Ruhe und Widerstandskraft wünscht und dafür ein zuverlässiges Nachschlagewerk sucht, sollte unbedingt zu Bleib cool greifen. Es zeigt, Gelassenheit ist lernbar, auch und gerade in schwierigen Zeiten. Wenn Sie unterstützen möchten, Claudia Groß-Müller, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.